Das ist Tabak. Hallo meine lieben Zuschauer. Herzlich willkommen bei Onkel Wuschel. Ich bin mal wieder unterwegs. Und heute kommt was ganz Besonderes. Wir besuchen eine Tabakplantage. Und ich tausche meinen Truck gegen einen Trecker. Aber erstmal müssen wir da hinkommen. Wir sind von Santa Cruz unterwegs nach Veracruz. Das ist der Geburtsort von Elias und dort wohnen seine Eltern. Seine Eltern haben eine Tabakplantage und Landwirtschaft. Und da waren wir gestern zu Besuch. Es war ein wunderschöner Tag. Ja, die Wolken stören hier überhaupt nicht. Ist ja nun mal halt Regenzeit. So, diese Straße, von der hat Elias erzählt, als er seine Weltreise gemacht hat, sein Travel and Work. Da war das vorher eine Schotterstraße. Und in der Zeit, wo er weg war, wurde sie dann asphaltiert. Und das Besondere daran, habt ihr eben gesehen, die Berg- und Talfahrten. Also so etwas, glaube ich, sieht man in Deutschland überhaupt nicht. Das ist jetzt ein Vorort von Veracruz und das ist auch der Ort, in dem Elias quasi aufgewachsen ist. Hübsches kleines Städtchen. Ja, man sieht eigentlich auch immer wieder die deutschen Wurzeln. Nicht nur an den Geschäften prangen deutsche Namen, sondern auch die Bauweise ist teilweise sehr deutsch. So, wir sind bei Elias Eltern im Garten. Und das war so eine richtige Idylle. Und auch hier, wir sehen gerade Bananen und einen Mangobaum. Und der trägt Früchte. Früchte, die ich eigentlich nur aus dem Supermarkt kenne. Aber hier wachsen sie an den Bäumen. So, ich sagte ja, sie haben auch Landwirtschaft und Kühe und Schweine. Und dieses arme Viech, das musste heute dran glauben. Na, hallo. Sag mal Hallo zu meinen Zuschauern. Nee, ne, machst du nicht. Na, kommst du auch mal zu mir? Hm? Kleine Schweinchen? Wow, nö, die wollten von mir nicht so allzu viel wissen. Aber es ist niedlich. Alles ziemlich urwüchsig dort. Es sieht, ja, Urwald. Urwald bei denen zu Hause vor der Haustür. Und ich habe leider wieder vergessen, wie diese Frucht heißt. Aber sie soll sehr wohlschmeckend sein. Ich sagte ja, eine Tabakplantage. So, und da kommen wir jetzt zu. Das ist Tabak. Das ist das, was bei uns im, Pfeife, Zigarette, Zigarre und so landet. Ich werde es jetzt gleich im Video alles erklären, deswegen nehme ich das nicht vorweg. Aber eins kann ich euch sagen, der Geruch war sehr angenehm. Ja, dürfte ja gar nicht sein, ne? So sieht der Tabak aus, bevor er in unsere Pfeife oder Zigarette kommt. Es gibt verschiedene Preise. Es kommt drauf an der Farbe und der Intensiv auf Nikotin in der Blätter. So die helle, die reine Blätter kriegt man mehr bezahlt davon. Und dunkel, schwarze und grüne, das ist noch billiger so für die Bauern. Ich habe ja jetzt schon, wo ich hier durchgehe, auf der linken und der rechten Seite unterschiedliche Gerüche festgestellt. Also auch verschiedene Qualitäten. Aber für die Zigarette und nachher alles mixen. Kleinschneiden und mixen. Und das sind Virginia-Tabake. Virginia Spark.
Sehr interessant. So kann der Tabak dann besser auf dem LKW transportiert werden und gepresst wird er in dieser Maschine. Und zurück bleiben dann diese Beine. Ja, da kommen unsere Zigaretten und unser Pfeifentabak her. Das sind Virginia-Tabake. In diesen Schränken wird der Tabak am Ende getrocknet. Und so sieht das dann aus. Ein kleiner Einblick in die Tabakproduktion. Wir sind hier in Veracruz, der Nachbarstadt von Santa Cruz. Und Santa Cruz ist das Herz der Tabakindustrie. Philip Morris ist zum Beispiel hier. Sagt bestimmt jedem was von euch. Kein Kühlschrank, ein Trockenschrank. Turbinen anmachen und aus. Das Ganze ist computergesteuert und hier, der Bildschirm ist jetzt zwar gerade aus, kann ich euch also leider nicht in Aktion zeigen. Und dann wird dieser Trocknungsraum natürlich auch beheizt und dafür gibt es diesen Riesenhof mit Gebläse und allem, was dazugehört. Also das ist schon ziemlich aufwendig, wie der Tabak produziert wird. Ich bin überrascht und begeistert. Diese Trocknungsräume, die ihr eben gerade gesehen habt, die sind noch relativ neu. So wurde das vorher gemacht. Große Öfen oder und Ziegelgebäude dahinter. Und der Trocknungsprozess, den ihr jetzt eben hier in den Metallcontainern gesehen habt, der fand dann hier statt. Vom Prinzip das gleiche, nur eben nicht computergesteuert. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Ich versuche mal so hoch wie möglich zu halten. Mittlerweile ist der Betrieb auch energiemäßig relativ autark, vor allem hier in der tollen brasilianischen Sonne. Er sagt, dass es im Grunde genommen fast autark ist mit der Versorgung durch Solarzellen. Und es lädt natürlich Gäste ein. Hallo mein Täubchen, was macht dein Junges? Ja, dem geht's wohl gut. Also die ersten sind schon ausgeflogen, aber da ist wohl noch ein Nachzügler, der noch ausgebrütet werden muss. So, ich sagte ja schon, ich tausche meinen Truck gegen einen Trecker. Aber zunächst einmal fährt Elias. Wir machen mal so eine kleine Fahrt bis zur Grenze der Plantage. Der Tabak ist abgeerntet, den seht ihr also nicht. Aber es war irgendwie eine herrliche Fahrt, hat Spaß gemacht. Vor allem der Anhänger da, dieser Holzanhänger, habt ihr ja eben gesehen im Bild. Es war, eine wackelige Angelegenheit. Aber es war schön. Und die Grenze der Plantage, das ist so ein kleiner Bach, zu dem kommen wir gleich. Aber erstmal hier diese Besonderheit, die Platanen, riesige Bäume, fallen vor allem dadurch auf, dass sie keine Rinde haben. Ja, die fällt wohl immer irgendwie ab. Daran kann man die Platanen erkennen und dass sie so ewig groß sind. Wir kommen jetzt gleich zu dem Bach, aber vorher nochmal die urwüchsige Landschaft, die mich so begeistert hat. Und die Hunde immer mit. Und die waren beim Treckerfahren wirklich echt ein Problem. Die liefen einem nämlich immer vor den Trecker. So, und da ist eigentlich die Grenze. Aber hier können wir nicht wenden, also fährt er noch ein Stück weiter. Und dann übernehme ich dann nachher ab hier. Ich wollte ja auch mal Trecker fahren. Ich habe ja einen Führerschein. Den T-Führerschein, Klasse T. Haben sie mir mitgegeben, weil ich damals auf dem Dorf gelebt habe. Hat der Prüfer gesagt,
Och, du kommst vom Dorf, dann kriegst du den Tee gleich mit. Fand ich ja toll. Normalerweise kriegen den eigentlich nur die in der Landwirtschaft Beschäftigten. Aber ich hab den auch. Dann durfte ich dann mal Trecker fahren. Könnt ihr gleich sehen. Hat Spaß gemacht, unwahrscheinlich. So, auf dem Rückweg. Wir kommen wieder zu diesem Flusslauf. Fluss? Naja, gut, ein Bach ist das halt. Ja, da ist eine Furt. Da kann man durch. Obwohl der insgesamt nicht besonders tief ist. Hätte man mit dem Trecker immer durchfahren können. Aber ich sag, es war irgendwie war das schön. So eine gemütliche Ausfahrt auf dem Trecker. Hat man ja auch nicht alle Tage. Und dieser Urwald, der ist irgendwie toll. So, ich gehe jetzt noch mal zu Fuß da runter. Und ihr seht, ist nicht besonders tief. Aber die Hunde, die fanden das toll. Die waren da richtig begeistert. So, jetzt habe ich übernommen. Ich bin mal wieder auf Achse, aber diesmal nicht wie gewohnt mit meinem LKW, sondern mit dem Trecker. Ja, ist eigentlich gar nicht so schwer. Unterscheidet sich gar nicht mal so sehr vom LKW-Fahren, nur dass ich hier keine Automatik habe, sondern mit Kupplung. Und da ist eine Doppel-H-Schaltung. Das kenne ich noch, ich habe auf einem solchen Fahrzeug gelernt. Da hat muss einfach fahren. Jo, das war mal was anderes, ne? Und es geht natürlich auch weiter und es gibt auch schon sehr viel hier aus Brasilien. Wenn ihr hier mal links schaut, da findet ihr alle meine Brasilien-Videos. Ja, und rechts für alle die neu auf meinem Kanal sind. Da könnt ihr gerne mal reinklicken, ist bestimmt interessant.